Und die für so viele Bereiche zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger ist jetzt live im ZIB2-Studio. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Ministerin, die Kombination der 7 Bereiche, für die Sie da jetzt also verantwortlich sind, die ist schon ziemlich wild, um das jetzt einmal so zu sagen. Ist die Themenfülle auch eine Kompensation dafür, dass Sie Umwelt und Klima verloren haben? Also wir haben grundsätzlich die Chance dieser Regierungsbildung jetzt genutzt, unser Bundesministerium zentral für den ländlichen Raum und die Regionen verantwortlich zu machen. Das umfasst zum einen die 2 wichtigen Wirtschaftsbereiche Landwirtschaft und Tourismus, die ja vor allem auch in den Regionen maßgeblich für die Wertschöpfung sorgen. Dazu kommt eben der Infrastrukturausbau für Breitband. Der Breitbandausbau ist am Land einfach ganz zentral, vor allem deswegen, weil die Breitbandnetze und die Datennetze die Güterwege des 21. Jahrhunderts sind. Und wenn man so haben will, ist der Zivildienst die Klammer vor allem auch hin zum Ehrenamt. Also wir wissen, dass viele der Zivildiener, die den Zivildienst absolvieren, dann auch in ehrenamtlichen Tätigkeiten bleiben. Das ist ein wichtiger Einstieg. Ja, und Ehrenamt ist einfach auch Dienst am Land, Dienst in den Regionen, ohne den unsere Gesellschaft nicht funktionieren könnte. Deswegen ist unsere klare Priorität, den ländlichen Raum und die Regionen zu stärken. Man kann es natürlich auch anders sehen. Für Breitband könnte ja auch logischerweise die Digitalisierungsministerin zuständig sein, Margarete Schramböck, die in diesem Gebiet doch eine sehr, sehr hohe Expertise mitbringt, weil sie nämlich die Chefin von A1 war. Ohne Ihnen jetzt nahe treten zu wollen, aber wäre der Breitbandausbau bei ihr nicht besser aufgehoben als bei Ihnen? In meinem Bereich geht es vor allem um den Infrastrukturausbau, also um die Auktionen in letzter Konsequenz. Wir sind ja auch dabei, 5G flächendeckend auszurollen, ist auch ein wichtiger Bestandteil des Regierungsprogramms. Das heißt, wir kümmern uns um die Infrastruktur und ich möchte mich dafür oder darum auch vor allem kümmern, dass die ländlichen Regionen da nicht ins Hintertreffen kommen, sondern dass vor allem eben auch der Ausbau am Land vorangetrieben wird. Aber das würden Sie doch auch nicht wollen, die Frau Schramböck, dass die ländlichen Regionen ins Hintertreffen geraten. Unsere zentrale Intention war es einfach, die wichtigen Bereiche in einem Ministerium zu bündeln, dafür Sorge zu tragen, dass das auch Hand in Hand geht. Im Tourismus, in der Landwirtschaft spielt die Digitalisierung auch eine wichtige Rolle. Wir sind da in sehr enger Abstimmung auch mit dem Bundesministerium für Digitalisierung und Standort. Also das geht schon Hand in Hand. Das war ja auch früher getrennt. Und wir sind da sehr ambitioniert, den Ausbau voranzutreiben. Auch, dass der Zivildienst bei Ihnen resultiert, argumentieren Sie mit dem ländlichen Raum, aber das könnte man natürlich auch auf andere Bereiche ausdehnen. Man könnte natürlich auch sagen, Gesundheit ist wichtig im ländlichen Raum und Straßen sind wichtig im ländlichen Raum und Kultur ist wichtig. Also man bräuchte dann überhaupt keine anderen Ministerinnen und Minister mehr außer Ihnen. Also es geht ja nicht nur um den ländlichen Raum, sondern die Regionen und das ist schon etwas breiter gefasstes. Also vor allem auch in den Städten sehen wir das ja, dass in den Bezirken beispielsweise auch hier in Wien ein viel mittelbareres Verhältnis zum Teil auch herrscht. Der Zivildienst liegt mir besonders am Herzen, weil, wie gesagt, das auch eine Brücke zum Ehrenamt ist. Die Nachfrage für Zivildiener ist ungebrochen hoch. Wir haben eher die Herausforderung, wie wir den Zivildienst attraktivieren können, beziehungsweise Maßnahmen setzen können, dass wir auch mehr Zivildiener gewinnen können. Das wird maßgeblich auch Bestandteil unserer Arbeit sein und dem wollen wir uns voll widmen. In den letzten 5 Jahren ist die Nachfrage beim Zivildienst allerdings ein wenig gesunken. Es werden immer weniger. Derzeit sind es 13.500. Jetzt hat gestern die Verteidigungsministerin hier im Studio angekündigt, dass an den Tauglichkeitskriterien geschraubt wird, dass es also eine teilweise Tauglichkeit geben soll. Eine Teiltauglichkeit. Wissen Sie schon, was das für den Zivildienst bedeuten wird, auch in Ziffern? Wir sind dabei, das entsprechend auszuarbeiten. Die Verteidigungsministerin hat ja auch schon angekündigt, dass das höchste Priorität hat, dass wir uns dem sehr schnell widmen werden. Das ist natürlich auch eine Chance, zu mehr Zivildienern zu kommen, weil oft körperliche Beeinträchtigungen ja trotzdem auch die Möglichkeit ergeben, dass man beispielsweise in Sozialeinrichtungen, in der Pflege oder beispielsweise auch im Rettungsdienst Arbeiten versieht. Viele der jungen Männer wollen das auch. Also die sind zum Teil auch sehr unglücklich, dass sie als untauglich klassifiziert werden. Und somit wäre es dann wirklich auch eine Möglichkeit, trotzdem den Dienst für die Republik Österreich zu versehen. Wenn jetzt die jungen Männer nicht tauglich sind, können sie wohl nicht alles übernehmen an den Arbeiten und Aufgaben, die im Zivildienst von tauglichen Herren vorgenommen werden. Könnte es sein, dass sich da auch neue Felder eröffnen, dass Sie sagen, wir dehnen den Zivildienst aus?
Das können wir uns sehr gerne anschauen, aber es ist tatsächlich jetzt schon so, dass es ein breites Feld gibt, wo Zivildiener auch zugeteilt werden. Die Priorität liegt natürlich in den Blaulichtorganisationen, speziell die Rettung steht da an oberster Stelle, aber wir haben auch Zivildiener, die beispielsweise ihren Dienst im Jüdischen Museum versehen. Also die Palette ist da relativ eine breite, auch im öffentlichen Dienst beispielsweise. Da gibt es sicher Möglichkeiten, wo man entsprechend auch seiner Fähigkeiten dann eingesetzt werden kann. Die Ministerin Tanner, Sie haben es schon angesprochen, hat gesagt, das soll alles sehr rasch passieren. Sie konnte aber nicht sagen, was rasch genau bedeutet. Wissen Sie das? Können Sie das nachreichen? Also wir sind jetzt rund 10 Tage im Amt. Wir sind dabei, in den Ministerien unsere Arbeit aufzunehmen, speziell in meinem Bundesministerium, wo Verantwortlichkeiten wegkommen, andere dazukommen, braucht es mit Sicherheit ein bisschen, bis man dann auch ins Arbeiten kommt. Wir sind dabei, das ambitioniert anzugehen und werden das gemeinsam in enger Abstimmung mit der Verteidigungsministerin auch tun. Aber Sie sagen beide rasch. Also nicht ich sage rasch, sondern Sie sagen ja beide rasch. Ich kann mir nur nicht vorstellen, was es genau bedeutet. 1.1.2021 habe ich zum Beispiel gesagt. Wäre das denkbar? Also ich glaube, wir brauchen uns heute nicht auf ein Datum festlegen. Jetzt ist einmal wichtig, dass wir die Arbeit aufnehmen, entsprechend dann überlegen, wie diese Teiltauglichkeit ausschauen könnte, wie man dann die Kriterien auch bemisst. Das wird mit Sicherheit ein bisschen an Zeit in Anspruch nehmen, aber unser Ziel ist es, so rasch als möglich entsprechend auch umzusetzen. Können Sie das vor dem Sommer noch ausgehen, dass Sie es mal vorlegen? Wir werden sehen, wie rasch wir da vorankommen, aber Ziel ist es, da sehr schnell weiterzumachen. Ein Thema, das in den vergangenen Tagen für Irritationen gesorgt hat, das betrifft einen ganz anderen Bereich, das ist das sogenannte Dieselprivileg, also die steuerliche Begünstigung für Diesel gegenüber dem Benzin. Da hat die ÖVP eine andere Position, haben Sie eine andere Position als die Grünen. Sie haben in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung am Mittwoch auf die Frage, ob das Dieselprivileg bestehen bleibt, wörtlich gesagt, genau. Jetzt wissen Sie natürlich, dass Umweltorganisationen das ganz scharf kritisieren, immer schon scharf kritisiert haben, dass es bleiben könnte, nennen Sie ein Geschenk an die Mineralölwirtschaft. Können Sie als ehemalige Umweltministerin in Zeiten der Klimakrise, in der eigentlich alles darauf hinsteuert, solche Privilegien abzubauen, das verantworten, dass das noch bleibt? Also wir haben im Regierungsprogramm gemeinsam mit den Grünen vereinbart, dass bei allen ökologischen Maßnahmen, die wir setzen, und es werden entsprechende Maßnahmen auch kommen, immer die soziale und regionale Ausgewogenheit im Vordergrund steht. Im konkreten Interview ist es um die landwirtschaftliche Nutzung gegangen. Es ist klar, dass das Themen sind, die in der Taskforce angesprochen werden. Die zuständige Verkehrsministerin, Umweltministerin Leonore Gewessler wird diese Taskforce leiten, die bis 2022 entsprechend auch ihre Arbeit machen wird, um dann mit Vorschlägen zu kommen, wie die Ökologisierung unseres Steuersystems ausschauen kann. Aus grünen Kreisen hat man heute gehört, das Dieselprivileg muss fallen. Wo kann da ein Kompromiss sein? Also wir haben vereinbart, dass auf soziale und vor allem auch regionale Gegebenheiten Rücksicht genommen werden. Es gibt ja unterschiedliche Überlegungen. Ziel der Taskforce wird es jetzt sein, alle Ideen zu sammeln und zu schauen, was das intelligenteste und vor allem auch nachhaltigste Konzept für Österreich sein kann, um das Steuersystem zu ökologisieren. Für uns ist klar, dass es keine Benachteiligungen der ländlichen Räume geben darf. Das hat ja die zuständige Bundesministerin Gewessler auch bereits, auch in der Zeit im Bild, klargestellt. Also wir haben da schon selben Ziele, dass es zu keinem Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land in letzter Konsequenz auch kommt. Da geht es vor allem um Traktoren, muss man dazu sagen, weil Sie sagen, und das bestätigt bestätigt nicht nur die Ministerin Gewessler, sondern auch viele andere, da gibt es keine Alternative. In Wien ist es natürlich leichter, eine Alternative zu finden und nicht mit dem Dieselauto oder Bus oder so zu fahren. Wäre es möglich, dass das Dieselprivileg fällt, aber zum Beispiel in der Landwirtschaft die Landwirtschaft ausgenommen wird? Ist das für Sie denkbar? Alle Fragen rund um den ökologischen Umbau werden in der Taskforce zu klären sein. Also das werden wir erst 2022 wissen? Das ist in der Zuständigkeit der Umweltministerin Leonore Gewessler. Gut, jetzt möchte ich noch kurz zu einem anderen Bereich kommen, für den Sie auch zuständig sind, den Agrarbereich. Die EU verhandelt den sogenannten Finanzrahmen derzeit sehr kontrovers, also das Budget für die Jahre 2021 bis 2027. Da ist vorgesehen, das Geld für den Agrarbereich zu kürzen. Der Agrarkommissar, der gerade erst ins Amt gekommen ist, ist dagegen. Sie sind auch dagegen. Dennoch, wenn es so kommen sollte, wer soll das abfedern?
Also wir befinden uns jetzt in sehr intensiven Verhandlungen mit der EU-Kommission. Die Vorschläge zur gemeinsamen Agrarpolitik und der Finanzierung sind für uns aus österreichischer Sicht absolut inakzeptabel, weil der Sparstift nämlich vor allem bei unseren ökologischen Leistungen angesetzt wird, weil der Sparstift vor allem auch bei der Bioförderung, bei der Förderung für Betriebe im Berggebiet angesetzt wird. Das ist für Österreich undenkbar, einem solchen Vorschlag zuzustimmen. Wir reden zurzeit von einer Kürzung von 120 Millionen Euro pro Jahr. Das würde wirklich die Lebensader der bäuerlichen Familienbetriebe kappen und das ist für uns undenkbar. Wir sind in intensiven Diskussionen. Der neue Agrarkommissar hat bereits angekündigt, dass er auch nachverhandeln will, dass er entsprechend auch eine Ausgestaltung für das Agrarbudget haben will, das auch den Zielen Rechnung trägt. Und die Landwirtschaft muss einen Beitrag leisten für auch mehr Umweltschutz, mehr Klimaschutz. Und das alles wird nicht funktionieren, indem man einfach die Leistungen in diesem Bereich dann auch kürzt. Das ist eine Absichtserklärung des Kommissars. Man weiß nicht, wie es kommt. Kommt halt nicht immer alles so, wie man sich wünscht. Wo könnte das Geld denn herkommen? Diese 120 Millionen Euro, sollte das Budget doch gekürzt werden? Also wir sind und stellen uns jetzt vor allem auch auf intensive Verhandlungen ein. Das wird sich am Ende weisen. Alle Mitgliedstaaten sind da in enger Abstimmung auch mit der Kommission. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier auch sehr wichtige Verbündete haben. Speziell auch Länder wie Deutschland, wie Frankreich beginnen schon auch umzudenken. Ein Ansatz, den ich vor allem auch massiv verfolge, ist, dass es auch einen neuen Ansatz in der Agrarpolitik braucht. Wir müssen hin, dass wir die bäuerlichen Familienbetriebe und die Qualitätsproduktion unterstützen und weg von der Quantität und der Menge. Das ist derzeitig noch die Grundlage des europäischen Agrarsystems und da kann man natürlich auch massiv umschichten. Wir haben zum Teil Millionenbeträge für einzelne wirklich Agrarfabriken in manchen Ländern Europas und da braucht es auch Förderobergrenzen und dafür werden wir uns aus österreichischer Sicht massiv einsetzen. Okay, das heißt, Sie verhandeln weiter. Frau Ministerin, danke, dass Sie gekommen sind. Dankeschön. Am Sonntag